Ich möchte meinen Eltern ein Smartphone schenken. Doch sie wissen gar nicht, was das Internet ist. Vielleicht können Sie mir sagen, wie ich es Ihnen am besten erklären kann, fragte uns Herr Schmiede nach einer unserer Veranstaltungen. Gerne. In diesem Video erklären wir auch Ihnen, was das Internet ist und die häufigsten Begriffe, die damit verbunden sind. Sie fragen, wir antworten. Viel Spaß! Das Internet ist ein großes Netz von Computern auf der ganzen Welt. Das Wort Internet kommt aus dem Englischen. Inter heißt zwischen und das Net steht für Netz. Die Computer sind alle miteinander verbunden und kommunizieren miteinander. Es ist ein ständiger Austausch von Informationen. Das Internet ist vor allem eine Informationsquelle. Sie können dort Nachrichten lesen, Rezepte entdecken oder Nachschlagewerke wie den Duden oder die Wikipedia finden. Aber das ist noch nicht alles, was das Internet kann. Seit einigen Jahren können Sie im Internet nicht nur Informationen lesen, sondern auch selbst anderen zur Verfügung stellen. Sie können Rezepte veröffentlichen und Kommentare zu Beiträgen schreiben. In den sozialen Medien können Sie auf einem einfachen Weg Informationen, Fotos oder Videos veröffentlichen und mit anderen teilen. Sie haben zum Beispiel im Internet ein Rezept gefunden, das Sie für Ihr Mittagessen verwendet haben. Im Nachhinein können Sie in vielen Fällen einen Kommentar zu diesem Rezept schreiben und den weiteren Lesern mitteilen, wie es Ihnen gelungen ist. Weiterhin können Sie in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder Pinterest aktiv sein. Sie können dort Freunde finden oder sich Interessengruppen anschließen. Gehen Sie oft in der Pfalz spazieren zum Beispiel? So können Sie sich der Gruppe Wandern in der Pfalz anschließen und gemeinsame Wanderungen ausmachen. Es gibt aber auch viele weitere Gruppen und Möglichkeiten in den sozialen Netzwerken. Sie möchten mehr über soziale Netzwerke wissen? Was Sie benötigen, um sie nutzen zu können, erfahren Sie in unserem Video Soziale Netzwerke. Die Nutzung des Internets bringt viele Vorteile mit sich. Im Internet befinden sich unendlich viele Informationen, weil viele Nutzer ihr Wissen frei zur Verfügung stellen. Mit Hilfe des Internets können Sie mit Freunden und Familie zum Beispiel auch Videotelefonieren. Der Unterschied zu einem einfachen Anruf ist, dass Sie bei Videotelefonie nicht nur den Ton übertragen, sondern auch das Bild. In den sozialen Medien können Sie neue Freundschaften knüpfen oder die alten pflegen. Über die Plattform nebenan.de können Sie zum Beispiel eine Unterstützung Ihrer Nachbarn erhalten, wenn Sie es benötigen. Nebenan.de ist eine Website für Nachbarschaftshilfe. Sie können das Internet als eine Freizeitbeschäftigung nutzen. Sie können Spiele spielen oder in der Online-Bibliothek jederzeit Zeitungen, Zeitschriften oder Bücher ausleihen und lesen, ohne dass Sie die Bibliothek an sich betreten müssen. Wenn Sie gerade nicht einkaufen gehen können, gibt es die Möglichkeit, Ihre Lebensmittel oder Getränkekisten online zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen. Ihre Bahnreisen können Sie auch bequem von zu Hause aus buchen und die Fahrkarte direkt auf Ihr Smartphone herunterladen. Ihre Bankgeschäfte können Sie von daheim über das sogenannte Online-Banking tätigen. Sich damit auszukennen, ist spätestens dann von Vorteil, wenn die nächste Filiale vor Ort schließt. Um das Internet nutzen zu können, benötigen Sie genau zwei Sachen. Als erstes brauchen Sie eine Internetverbindung in Form von WLAN, mobilen Daten oder einem öffentlichen Hotspot.
Und als zweites brauchen Sie ein internetfähiges Gerät. Das kann zum Beispiel ein Computer, ein Smartphone oder ein Tablet sein. Um Informationen zu finden oder Sachen wie Lebensmittel oder Fahrkarten bestellen zu können, müssen Sie eine sogenannte Website besuchen. Jede Website hat einen bestimmten Namen. Bei uns ist es zum Beispiel der digitale Engel. Um eine Website aufrufen zu können, müssen Sie vor dem Namen ein www und am Ende ein .de für Deutschland oder ein .org für Organisationen eingeben. Diese Adresse ist auch als URL bekannt. Die URL vom digitalen Engel lautet dementsprechend www.digitaler-engel.org. Damit Sie eine Website auch sehen können, brauchen Sie einen Browser. Ein Browser ist ein virtueller Ort, an dem die Website dargestellt wird. Der Browser ist auf den meisten Geräten bereits vorinstalliert. Die bekanntesten Browser heißen Google Chrome, Firefox, Safari oder Microsoft Edge. Mach ich. Was ist denn dann Google? Ist es auch ein Browser? Fragte uns Herr Juncker. Google, Bing oder Yahoo sind sogenannte Suchmaschinen. Mit Hilfe von diesen Websites können Sie nach bestimmten Begriffen suchen. Sie haben vielleicht auch schon den Satz gehört, das musst du mal googeln. Wie findet man aber das, was man suchen möchte? Fragte uns Frau Lorenz. Für die Suchmaschinensuche sollten Sie einfache Begriffe nutzen, zum Beispiel Bäckerei München. Groß- und Kleinschreibung ist für die Suche dabei unerheblich. Nutzen Sie zudem die Filter oben in der Leiste, wenn Sie gezielt nach Bildern oder Videos suchen möchten. Wir hoffen, dass Sie nun wissen, was das Internet ist und wie Sie es für sich nutzen können. Weitere Informationen können Sie in den Publikationen des Digitalkompass, der Bundesregierung oder der BAXO finden. Schauen Sie sich doch auch unsere weiteren Videos an. Die finden Sie auf unserer Website www.digitaler-engel.org. Viel Spaß in der digitalen Welt!